Was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, diese Maschine denkt? Kann eine Software wirklich lernen oder entscheiden, vielleicht sogar fühlen? Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist längst mehr als Science Fiction. Sie steckt in unseren Smartphones, steuert Verkehrsflüsse, filtert Spam-Mails, erkennt Gesichter. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Und warum sprechen so viele vom nächsten großen Umbruch? Werfen wir einen präzisen, aber zugänglichen Blick auf eine Technologie, die unsere Welt nicht nur verändert, sondern zunehmend mitgestaltet. Künstliche Intelligenz beschreibt Systeme, die menschenähnliche Fähigkeiten zeigen. Sie analysieren Daten, treffen Entscheidungen, lernen aus Erfahrungen. Aber KI ist nicht gleich KI. Es gibt schwache KI, spezialisiert auf einzelne Aufgaben, wie etwa Sprachassistenten oder Empfehlungssysteme. Und es gibt das Konzept der starken KI, hypothetisch, universell, selbstständig denkend. Noch ist sie Theorie, aber die Forschung nähert sich in kleinen Schritten. Ein Beispiel aus dem Alltag? Netflix empfiehlt dir eine Serie basierend auf deinem bisherigen Verhalten. Das ist KI. Nicht spektakulär, aber effizient. Und überall. Der Begriff Artificial Intelligence wurde 1956 auf einer Konferenz in Dartmouth geprägt. Damals war der Gedanke revolutionär. Maschinen könnten lernen wie Menschen. In den folgenden Jahrzehnten wechselten sich Phasen der Euphorie und Ernüchterung ab. Viele Versprechen konnten lange nicht eingelöst werden. Der sogenannte KI-Winter war die Folge. Der Wendepunkt? Die Kombination aus riesigen Datenmengen, besserer Hardware und neuen Lernmethoden, vor allem dem sogenannten Deep Learning. Seit etwa 2012 erleben wir einen regelrechten Durchbruch. KI erkennt Objekte in Bildern, schlägt Weltmeister im Schach, schreibt Texte, komponiert Musik. Die meisten modernen KI-Systeme basieren auf maschinellem Lernen. Das heißt, sie werden nicht explizit programmiert, sondern mit Daten gefüttert. Die Maschine erkennt Muster. Ein Sonderfall ist das Deep Learning. Hier arbeiten künstliche neuronale Netze, grob inspiriert vom menschlichen Gehirn, in vielen Schichten. Je tiefer das Netz, desto komplexer die Analyse. Diese Technik steckt hinter Sprachmodellen wie ChatGPT oder Bildgeneratoren. Wichtig zu verstehen, KI denkt nicht im menschlichen Sinne. Sie rechnet, schnell, effizient, oft auf beeindruckende Weise. Aber sie versteht nichts. Zumindest bisher. KI verspricht Effizienz, Präzision, Automatisierung. Sie hilft in der Medizin bei der Krebsdiagnose, unterstützt bei der Klimamodellierung, optimiert Lieferketten. Doch es gibt auch Schattenseiten. Jobverluste durch Automatisierung, verzerrte Entscheidungen durch voreingenommene Trainingsdaten, mangelnde Transparenz bei Blackbox-Systemen und nicht zuletzt die Frage nach Kontrolle. Wer entscheidet über den Einsatz? Wer haftet bei Fehlern? Die Diskussion ist nicht rein technisch, sie ist gesellschaftlich, politisch, ethisch. Künstliche Intelligenz ist kein Zaubertrick, sie ist Werkzeug, potenziell machtvoll. Wie wir damit umgehen, wird entscheidend sein. Vielleicht sollten wir also weniger fragen, was KI kann, sondern was wir wollen, dass sie darf. Denn die Zukunft der künstlichen Intelligenz ist keine rein technische Frage. Es ist eine Frage menschlicher Verantwortung.